Im Herzen eines alten, abgelegenen japanischen Dorfes, umgeben von nebelverhangenen Bergen und von Bambus eingerahmten Pfaden, lebte ein weiser Mann namens Hanzo. Er war kein Gelehrter, kein Priester und auch kein Mönch, sondern ein einfacher Schreiner, der dafür bekannt war, wunderschöne und langlebige Möbel herzustellen. Doch die Dorfbewohner betrachteten ihn als eine Art philosophischen Ratgeber. Was Hanzo so besonders machte, war nicht, was er sagte, sondern was er nicht sagte. Hanzo sprach selten, und wenn er es tat, wog jedes seiner Worte wie ein Stein auf einer Waage. Die Legende besagte, dass Hanzo einst viele Jahre in einem Zen-Kloster verbracht hatte, wo er die Kunst des Schweigens erlernt hatte. Es hieß, er vermochte mit einer einzigen Geste das Herz eines Menschen zu berühren. Seine Werkstatt lag hoch oben auf einem Hügel mit Blick auf das gesamte Dorf. Manchmal kamen die Menschen zu ihm, um Ratschläge zu erhalten, die einen hoffnungsvoll, die anderen verzweifelt. Er hörte ihnen zu, nickte und antwortete oft nur mit einem freundlichen Lächeln, einer ausgestreckten Hand oder einem schlichten Kopfschütteln. Eines Tages kam ein junger Mann namens Daiki zu Hanzo. Daiki war nicht wie die anderen Menschen im Dorf. Er war aufbrausend, impulsiv und redete mehr, als er nachdachte. Er mochte es, seinen Standpunkt laut und leidenschaftlich zu vertreten und wollte immer das letzte Wort haben. Doch trotz seiner Selbstsicherheit war Daiki innerlich zerrissen. Er war oft im Streit mit seiner Familie, seinen Freunden und sogar mit sich selbst. An diesem Tag hatte er genug. Seine jüngste Auseinandersetzung mit seinem Vater über die Familienehre hatte ihn zutiefst verletzt, und er konnte nicht aufhören, darüber zu reden. »Meister Hanzo«, begann er, sobald er die Werkstatt betrat, »ich bin sicher, dass ich im Recht bin. Mein Vater hat mich beleidigt. Er hat gesagt, ich sei unreif, dass ich nicht verstehe, wie die Welt funktioniert. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Warum sollte ich schweigen, wenn ich die Wahrheit kenne?« Hanzo hörte ruhig zu, während Daiki ununterbrochen sprach, seine Hände dramatisch bewegte und seinen Unmut lautstark ausdrückte. Nach einer Weile, als die Worte des jungen Mannes schließlich versiegten, stellte Hanzo eine Tasse Tee vor Daiki hin. Sie saßen eine Weile schweigend da. Daiki hielt die Stille nicht lange aus. »Was soll ich tun, Meister Hanzo?« fragte er ungeduldig. Hanzo nahm einen Schluck Tee, legte seine Hände auf den Tisch und sagte mit ruhiger Stimme, »Daiki, kennst du das Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold?« Der junge Mann nickte verwirrt. »Natürlich, aber Schweigen ist Schwäche. Wenn ich schweige, wird man denken, ich habe mich geirrt, ich verliere meinen Standpunkt, meine Würde.« Hanzo lächelte. »Was du suchst, ist nicht Würde, sondern Überlegenheit. Du willst über andere siegen, indem du lauter bist als sie. Doch wahre Würde wird nicht durch Lärm, sondern durch Stille erlangt.« Daiki verstand diese Worte nicht wirklich, also beschloss Hanzo, ihm eine Geschichte zu erzählen. Es heißt, dass Siddhartha Gautama, der Buddha, in einer seiner Lehrstunden eines Tages zu seinen Schülern sprach und dabei immer länger schwieg, bis sie alle zu flüstern begannen. Warum sagt der Erhabene nichts? Warum unterrichtet er uns nicht? Keiner wagte zu unterbrechen, also versank der Raum in völlige Stille. Schließlich hob der Buddha eine einzige Lotusblume hoch und lächelte. Alle waren ratlos, bis auf einen seiner Schüler, Mahakashyapa. Er erwiderte das Lächeln, als hätte er etwas verstanden. Der Buddha sprach daraufhin, »Ich habe euch die höchste Wahrheit gezeigt, und nur Mahakashyapa hat sie erkannt. Siehst du, Daiki, manche Wahrheiten können nur in der Stille verstanden werden.
nicht durch Worte, sondern durch das, was unausgesprochen bleibt. Aber ich bin nicht der Buddha, protestierte Daiki. Ich lebe in der normalen Welt. Dort werden Konflikte mit Worten ausgetragen, nicht mit Blumen. Hanzo nickte. Das stimmt. Aber auch in deiner normalen Welt ist das Wort oft wie ein Schwert. Wenn du es ohne Bedacht schwingst, verletzt es dich selbst und andere. Um seinen Punkt zu untermauern, führte Hanzo Daiki aus der Werkstatt zu einem großen Teich hinter dem Gebäude. Der Teich war ruhig und das Wasser glitzerte im Licht der beginnenden Abenddämmerung. Hanzo warf einen kleinen Stein ins Wasser und die Wellen breiteten sich in konzentrischen Kreisen aus. »Siehst du die Wellen?« fragte Hanzo. Daiki nickte. »Deine Worte sind wie dieser Stein. Sie brechen die Stille genauso wie der Stein das Wasser aufwühlt. Manchmal bringt das Chaos und manchmal bringt es Klarheit. Aber je mehr Steine du wirfst, desto unruhiger wird der Teich. Und in einem unruhigen Teich kannst du dein Spiegelbild nicht mehr sehen.« Daiki wusste nicht, was er sagen sollte. Das Schweigen zwischen ihnen dehnte sich, und obwohl er zunächst ungeduldig war, beruhigte es ihn allmählich. In den nächsten Wochen besuchte Daiki Hanzo immer wieder. Statt zu reden, begann er zuzuhören. Er blieb stundenlang in der Werkstatt, beobachtete die geschickten Bewegungen des alten Schreiners und hielt seine Zunge im Zaum. Nach und nach begriff er, was Hanzo meinte. Die Stille war nicht leer, sie war voller Potenzial. Sie war eine Einladung nachzudenken, Empathie zu zeigen und zuzuhören. Doch das Leben stellte Daiki bald auf die Probe. Eines Tages kam sein Vater unerwartet in die Werkstatt und forderte Daiki auf, nach Hause zurückzukehren. Der Streit zwischen ihnen war noch nicht gelöst, und sein Vater begann sofort damit, die alten Argumente wieder aufzurollen. Daiki spürte, wie sich Wut in ihm aufbaute. Die Worte brannten in seiner Kehle wie Feuer. Doch dann erinnerte er sich an Hanzos Lehren und an den stillen Teich. Statt den Drang zu verspüren, sich zu rechtfertigen oder zu erklären, atmete er tief ein, nickte langsam und sagte nichts. Sein Vater geriet ins Stocken, als er die ungewohnte Ruhe seines Sohnes bemerkte. Sie saßen eine Weile schweigend da. Schließlich sagte sein Vater mit leiser Stimme: »Vielleicht war ich zu hart. Ich habe auch Fehler gemacht.« Daiki war wie vom Donner gerührt. Zum ersten Mal hatte seine Stille mehr bewirkt als all seine Worte. Hanzo beobachtete das Ganze aus der Ferne und lächelte. Als Vater und Sohn Hand in Hand den Hügel hinuntergingen, wandte Daiki sich noch einmal um und rief: »Meister Hanzo, ich glaube, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Schweigen ist nicht immer Gold, aber es kann einem den Weg dorthin zeigen.« Hanzo hob still eine Lotusblume, die in der Nähe wuchs, und nickte, genau so wie der Buddha es getan hatte.